Was bringt das Frühjahr 2025 für uns Elvis-Fans in Sachen Neuveröffentlichungen? Darum wird es in diesem Video gehen und ich habe ein kleines Schmankerl noch für euch mit eingebaut. Wir gehen zurück ins Jahr 1977, eine historische Radioshow über Elvis, kurz nach seinem Tod aufgenommen im Deutschlandfunk. Highlights daraus gibt's auch in diesem Video. Also, spannende Show heute wieder. Nach dem Intro legen wir los. Elvis Presley. Ja, wenn du neu auf diesem Kanal bist, dann heiße ich dich ganz herzlich willkommen und würde mich freuen, wenn du regelmäßig wiederkehrst, also ein Abo machst, einen Gefällt mir gibst und die Alarmglocke aktivierst, damit du nichts mehr verpasst. Wenn du schon lange auf diesem Kanal bist, wie mittlerweile fast 1400 Leute, dann heiße ich euch ganz herzlich willkommen zu meiner neuen Ausgabe. Kommen wir zu den Breaking News. Was steht in diesem Jahr jetzt im Frühling an? Ich beginne mal mit FTD Follow the Dream, das Sammlerlabel für Elvis-Fans. Bereits auf den Markt gekommen ist ein 4-CD-Set mit dem Titel Elvis June 75, also Live-Aufnahmen aus dem Juni 75. Übrigens eine, wie ich finde, sehr gute Tournee, die Elvis gegeben hat. Wer sich von euch erinnert, eines der ersten Soundboard-Konzerte, ich glaube sogar das erste überhaupt, das RCA bereits 1980 veröffentlicht hat, war Elvis Live in Dallas. Das war am 6. Juni aufgenommen worden und verblüffte mit seiner guten Tonqualität, natürlich nicht normale RCA Mehrspuraufnahme, aber eine sehr gute Qualität. Und FTD hat jetzt eine Box rausgebracht mit 4 Shows aus der gleichen Tour. Wir gehen nach Mobile, Alabama, nach Houston, Texas, nach Shreveport, Louisiana, wo übrigens James Burton herstammt, und wir gehen nach Jackson, Mississippi. Diese 4 Shows gibt es auf der 4-CD-Box von FTD. Gehen wir weiter zu dem Label The TCB Tapes. Dieses Label bringt uns Elvis Live in Concert 1974 und wir bekommen 2 interessante Shows, und zwar aus dem Mid-South Coliseum in Memphis, aber nicht die berühmte Show vom 20. März, die ja schon zigmal veröffentlicht wurde. Nein, diesmal bekommen wir tatsächlich die ersten beiden Shows, denn Elvis begann in Memphis und er war am Schluss wieder in Memphis. Und die Show vom 16. und vom 17. März 74 im Mid-South Coliseum in Memphis werden uns von The TCB Tapes präsentiert. Der Memphis Recording Service hat für den April 2025 eine, wie ich finde, großartige neue Veröffentlichung angekündigt, und zwar Elvis Live at the Houston Astrodome 1974. Elvis war ja zweimal im Houston Astrodome. Er war 1970 unmittelbar, nachdem er seine erste Las Vegas Season gespielt hat, ging er in diese riesige Rodeo-Halle, Rodeo-Arena, wo über 40.000 Menschen reinpassen, die er natürlich locker mehrmals füllte. Und er kehrte 1974 dorthin zurück und der Memphis Recording Service bringt uns jetzt im April diese Show von 1974. Das Interessante daran ist, dass diese Show damals nur mit der TCB-Band stattfand, ohne Orchester. Damit entsteht ein einmaliger Sound. Das Orchester war aufgrund der riesigen Halle schlecht zu bewerkstelligen. Und wir bekommen hier, und da bin ich wirklich sehr gespannt auf, Bootlegs gibt es ja schon länger, aber jetzt bekommen wir dieses Konzert vom Memphis Recording Service tatsächlich erstmals in Stereo. Und ich freue mich drauf und ihr könnt euch auch auf jeden Fall auf meinen Review freuen. Ja, am 12. April 2025 ist wieder der legendäre Record Store Day und diesmal bekommen wir 3 Veröffentlichungen, die Elvis Presley betreffen. Ich beginne mit der 3LP bzw. 3CD Box Everybody's Got the Fever, Elvis 1960. Wir bekommen Outtakes aus allen Sessions aus dem Jahr 1960 in einer 3LP bzw. 3CD Box, da bin ich auch sehr gespannt darauf. Eine Einzel-LP gibt es, Elvis Sings Sid Tepper und Roy C. Bennett. Ein berühmtes Autorenduo, das viele Songs für Elvis geschrieben hat. Hier eine Zusammenstellung mit Songs von diesem Autorenduo, natürlich auch wieder mit Outtakes. Sehr gespannt bin ich, auch wenn es nicht eine direkte Elvis-Veröffentlichung ist, auf Viva Doc Pomus. Doc Pomus war ja auch ein Autor, der viele Songs für Elvis geschrieben hat.
unter anderem auch Soundtrack-Aufnahmen, und hier bekommen wir tatsächlich ein 2-LP-Set mit Demo-Aufnahmen, also die Songs, wie Elvis sie hörte, bevor er dann im Studio die Songs selbst aufnahm. Es sind nicht nur Songs drauf, die er auch wirklich aufgenommen hat, aber alle Songs, die drauf sind, hat Elvis bekommen. Den einen oder anderen hat er aufgenommen, manche hat er verworfen. Jedenfalls eine interessante Sammlung, und da freue ich mich persönlich sehr darauf. Da bin ich auch sehr gespannt darauf, weil wir da zum Beispiel auch einen Sänger wie Glenn Campbell haben, der ja, bevor er seinen eigenen Durchbruch hatte, Demoaufnahmen für Elvis gemacht hat. Eine interessante Veröffentlichung. Ja, soweit die Veröffentlichungen jetzt, die uns im Frühjahr 2025 erwarten. Das ist nur ein Überblick, es gibt natürlich noch einiges mehr, aber das waren so mal für mich die Highlights. Ja, kommen wir abschließend zur heutigen Show, liebe Freunde, zu einem kleinen Flashback. Wir gehen zurück ins Jahr 1977, historische Radioshows, und ich habe für euch eine, heute mal in wenigen Ausschnitten, es soll auch nicht zu lange sein, mitgebracht. Der Deutschlandfunk hatte seit den 1960er Jahren eine unglaublich erfolgreiche Radioshow, die nannte sich Memory Hits, also eine Oldie-Show im weitesten Sinne. Gerd Alsen, leider schon verstorben, war der berühmte Moderator, und im Jahr 1977, kurz nach Elvis' Tod, gab es in dieser Memory Hits Show ein Special in Memoriam Elvis Presley, und da hören wir mal ein paar Minuten rein. Ja, verehrte Memory Hits Fans, diese Runde gehört nur einem, unserem unvergessenen Elvis Presley. Aber ich möchte in dieser Show keine umfassende Biografie anbieten. Ich möchte auch nicht seine größten Hits hier abspielen. In der heutigen Sendung wollen wir uns noch einmal ganz der Stimme Elvis Presleys widmen, die vielen von uns seit über 20 Jahren vertraut im Ohr klingt und von der wir nun nichts Neues mehr erwarten können. Umso mehr lernen wir das schätzen, was uns Elvis in den letzten 20 Jahren hinterlassen hat. But someone you'll never forget, und diese Zeile, ja, die könnte von seinen unzähligen Fans stammen. Sie werden ihn sicherlich niemals vergessen. Nun hat die Story des Rock'n'Roll einen weiteren prominenten Namen, hinter dessen Buchstaben ein schwarzes Kreuz erscheint. Elvis Presley starb relativ jung, und das hebt ihn in der Erinnerung seiner Anhänger in einen ganz besonderen Stand. Auf seine Weise reiht er sich in die Gruppe jener Rock'n'Roll-Idole ein, die jung, plötzlich und unerwartet starben, so wie James Dean, Buddy Holly, Ritchie Valens, Eddie Cochran und Gene Vincent. Ungewollt wurde Elvis Presley damit zum wohl prominentesten Glied in einer zeitlichen Kette von fast 20 Jahren. Rock'n'roll music, if you like it and if you feel it, you can't help but move to it. That's what happens to me. I can't help it. I mean, I have to move around. I can't stand still. I've tried it and I can't. A legend that will never die. Elvis forever. Elvis Presley lebte ein kurzes, ja ein heftiges Leben. Ob es ein erfülltes Leben war, nun, wer will dies als Außenstehender beurteilen? Der Preis des Erfolges ist hoch, und Elvis musste ihn zahlen. Man nennt ihn nicht zu Unrecht König des Rock'n'Roll, auch wenn ihm zwei liebe Kollegen des Rockgeschäfts diesen Titel neideten und sich selbst lautstark in den majestätischen Stand des King of Rock'n'Roll erhoben, Little Richard und Jerry Lee Lewis. Beide konnten offenbar nicht verwinden, dass sich die Jugend freiwillig zu Elvis Presley als ihrem Idol bekannten. Nun ist der Thron also verwaist, doch Nachfolger wird es nicht geben. Sollten auch noch so viele Könige des Rock'n'Roll kraft eigener Ernennung in zukünftigen Jahren auftreten. Es gab und gibt ihn nur einmal. The one and only King Elvis Presley. In der August-Ausgabe der Memory Hits präsentierte Gerhard Alsen 65 Minuten Elvis Presley. Ja, soweit die heutige Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächsten Sonntag dann wieder mit einem thematischen Bezug. Es wird nächsten Sonntag um den Song Pork Salad Annie gehen, aber mehr verrate ich euch noch nicht. Ein Hinweis noch für die Fans von Elvis Tribute Artists: am kommenden Sonntag,
den 2. März findet in Luxemburg in der Philharmonie die Abschiedsvorstellung von Stephen Pittman statt. Ich werde vor Ort sein, ich werde mit Stephen ein kleines Interview führen, ich werde in der Show dabei sein. Wer also von euch Interesse hat, hinzukommen in Luxemburg in die Philharmonie mit Stephen Pittman, die Abschiedsvorstellung, herzliche Einladung auch im Namen von Stephen. Das war's für heute, ich wünsche euch alles Gute bis zur nächsten Woche. Ciao und Servus, euer Gerd, long live the King.